Servus und herzlich willkommen auf meinem Channel NAFTA Racing zu einem neuen Video über dieses grandiose Fahrzeug, einen Ineos Grenadier Diesel. Ich bin Philipp und wir von FS Automotive Engineering freuen uns, Wissen und Erkenntnisse über diese Fahrzeuge mit dir zu teilen und nehmen dich heute mit auf eine Stage 0.5 inklusive Getriebeapplikation. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß beim Video. Das Fahrzeug wurde vor 2 Tagen angeliefert und hatte bereits einen Motorsteuergeräte-Unlock, welcher bei diesen Fahrzeugen analog zu den BMWs für ein Lesen und Schreiben der Kalibrierung einmalig notwendig ist. Somit konnten wir direkt mit unserer Arbeit loslegen. Unsere Vorgehensweise ist dabei immer die gleiche, denn dafür haben wir interne Prozesse etabliert, um hier maximale Qualität und höchste Kundenzufriedenheit zu gewährleisten. Bevor wir mit den Applikationsarbeiten loslegen, führen wir eine tiefgreifende Diagnose am Gesamtfahrzeug durch, um uns einen Überblick über die Gesundheit der Systeme am Fahrzeug zu verschaffen. Wir bieten hier natürlich auch die Möglichkeit, Leistungsmessungen durchzuführen, um unser Produkt weiter zu validieren und dir damit eine solide und belastbare Datenbasis zu liefern und zu präsentieren. Vor der Leistungsmessung unter Realbedingungen haben wir den Wagen gewogen, um im Anschluss die Serienleistung zu messen. Der Wagen wiegt mit vollem Tank satte 2908 Kilo. Mit der Stage 0.5 kommen wir den Serienwerten des BMW X5 sehr nahe. Das ist genau das, was wir abbilden wollen. In Verbindung mit der Getriebeapplikation haben wir bei diesem Fahrzeug etwas mehr Drehmoment freigegeben. Insgesamt 5 Messungen durchgeführt, 2 Serie, 3 mit Leistung. In Serie liefert der Wagen On-Point ab und setzt mit 284 PS und 645 Newtonmeter im Mittel auch die applizierten Werte wunderbar um. Unsere Angaben sind mehr als konservativ und natürlich korrigiert nach EWG. Bereits nach wenigen Kilometern konnte der Verbrauch um 1 Liter gesenkt werden. Eine einfache Methode, um die Elastizitätssteigerung zu verdeutlichen, ist die Zeitenmessung von 60 auf 120 km/h im 5. Gang in der manuellen Gasse. Der Wagen fuhr in Serie eine 11,8 und nach unserem Eingriff eine 9,8. Sprich 2 Sekunden schneller beim klassischen Überholvorgang. In Wegstrecke übersetzt bedeutet das eine Verkürzung um mehr als 50 Meter beim Beschleunigen von 60 auf 120 km/h. Ein wichtiger Sicherheitsaspekt, der nicht oft genug betont werden kann. Unsere Roadmap im Überblick. In allen notwendigen Betriebsbereichen haben wir den Öldruck angehoben. Verschärfung des Bauteilschutzes und Erhaltung aller sowie Erweiterung neuer Schutzfunktionen. Alle relevanten Modelle werden optimiert, dadurch deutliche Erhöhung der Effizienz. Durch gezielte Eingriffe seltenere Regenerationsanforderungen, womit in Summe der Motor als auch der DPF entlastet werden. Die Fahrbarkeit wurde optimiert, die Anfahrschwäche reduziert, das Thermomanagement vollumfänglich verbessert, daraus resultierend deutlich kühlere Wassertemperaturen wie Serie. Um die Batterie zu schonen, das Batteriemanagement optimiert, zusätzlich die Kühlerlüftersteuerung verbessert, mit der Getriebeapplikation die Lebensdauer des Getriebes erhöht und es dauerhaft entlastet, die Untersetzung leistungstechnisch gedrosselt und vieles mehr. Dies war ein kleiner Auszug unserer Arbeit. Bei Fahrzeugabholung erhältst du von uns eine umfassende Dokumentation rund um das Thema Softwareapplikation am Ineos Grenadier. Das heißt, die Übersicht zu unserer Motorapplikation sowie zur Getriebeapplikation, einen One-Pager zu den Leistungswerten, unsere Roadmap, die Übersicht unserer Pakete und Optionen, ein umfangreiches FAQ, eine Produktmappe über unser Unternehmen und optional das Diagramm deiner Leistungs- sowie Gewichtsmessung, als auch deine Draggy-Zeiten. Um hier ein möglichst breites Spektrum an unterschiedlichen User-Profilen und Anforderungen abzudecken, haben wir für diese Fahrzeuge 4 Leistungspakete entwickelt. Gemäß unserer Firmenphilosophie individuelle Applikationen nach deinen Wünschen
Passend zur Hardware auf OEM-Niveau abzuliefern, hast auch du aber die Möglichkeit, bei diesen Fahrzeugen in gewissen Grenzen, innerhalb gewisser Grenzen, Leistungswerte, Drehmomentverlauf und den Drehmomenteinstieg zu beeinflussen. Das stellt natürlich einen Mehraufwand dar, ist aber problemlos realisierbar. Wenn du technische Infos zum Fahrzeug, Infos zur Getriebeapplikation oder mehr zu unseren Paketen erfahren möchtest, schaue dir unsere passenden Videos dazu an. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bei Fragen zum Grenadier kannst du uns gern über unsere Homepage kontaktieren. Dort findest du umfangreiche Infos zu allen Paketen rund um das Thema Motor und Getriebe. Alle Infos aus dem Video sind auch hier stichpunktartig nochmals aufgezählt.